And from that moment I dreamed I could fly. And from that mountain I reached for the sky. Through tears and good times I found my way. Herzlich willkommen zum 80. Geburtstag von Horst Exle. Wir sehen ihn hier mit kritischem Blick. Dies ist authentisch. Heute schauen wir ein wenig hinter seine Persönlichkeit und sein interessantes bisheriges Leben. Horst war früher selbst ein passionierter Fotograf und Super-8-Filmer. Viel Material stammt deshalb von ihm selbst. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. I see faces, all the ones I've loved. Horst mit ca. 40 Jahren und schönem Vollbart. Sein Sohn Andreas und sein Enkel Pirmin machen es ihm gleich. Ist Horst nicht der schönste von allen? Horst ist stets überzeugt von sich und stolz auf seine Gene. Selbst dann, wenn er seinem Sohn Andreas zu seinem Geburtstag gratuliert. Apropos Gene, hier die Kernfamilie von Horst, wie wir sie heute kennen. Bitte verzeihen Sie, in der Folge werden die Partner aus Platzgründen absichtlich nicht aufgeführt. Horst ist der Vater von Andreas und Harry, der Großvater von Lukas, Pirmin, Tizian und von Elin. Peterli, der Bruder zwischen Andreas und Harry, war zerebral geschädigt. Er starb mit 10 Jahren 1975 in Unterägeri. Doch Horst hatte vor der Ehe mit Heidi, der Mutter von Andreas, Peterli und Harry, noch eine andere Beziehung, aus der seine älteste Tochter Britta entstand. Von ihr erfuhr Horst erst Mitte 40, als Britta ihren leiblichen Vater suchte. Britta hat 2 Kinder, Anja und Felix. Inzwischen ist Horst sogar Urgroßvater von Betty, Henry und Lynn. Horst mit seiner Mutter Gertrud, seiner Großmutter Hilda, seiner Urgroßmutter Emilia, seinem Vater Werner und Bruder Gerd. Horst ist am 20.08.1939 17:00 Uhr im Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach geboren. Seine Mutter war eine berühmte Wirtin im Gasthaus zur Sonne in Wieslet. Sie hatte einen Stern im Guide Michelin. Horsts Vater war Revierförster in Hohenzollern. Er fiel 1943 in der Schlacht um Veliki Luki in Russland. Horst als Kind, rechts mit seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Gerd. Horst mit seinem selbstgebauten Fahrrad. Schon früh kam Horsts Liebe zu Autos zum Vorschein. Während seines Lebens hat er mindestens 30 Autos gekauft und wieder verkauft. Horst als Kirchgänger und Konfirmand. Ganz rechts sein Bruder Gerd. Horst als junger Erwachsener mit seiner Freundin an der Fasnacht und mit Freunden im Strandbad. Horsts Bruder Gerd auf dem Motorrad. Horst selbst hatte mit 15 Jahren einen schweren Motorradunfall. Er erlitt einen Schädelbasisbruch. Seine Mutter hielt ihm 2 Tage lang den Kopf im Spital, damit er nicht stirbt. Gerd und Horst in seinem ersten Auto, ein Fiat Topolino. Horst lernte Maschinenschlosser in der Maschinenfabrik Wittig in Schopfheim. Er arbeitete anschließend bei der Firma Steiner Zentralheizung in Münchenstein, bei Rüeger in der Schweiz und bei Siemens und Halske in Stuttgart, zuletzt als Zeichner.
Horst trifft sich mit einem Arbeitskollegen von Siemens zusammen mit Gerd vor der Sonne. Gerd lernte Koch in der Krone in Haltingen. Mit 21 wechselt Horst seinen Beruf. Zuerst war er Kellner in Triberg im Schwarzwald. Zurück in der Sonne zeigte er den Serviertöchtern, wie man richtig serviert. Seine Mutter sagte ihm, er solle sich nicht einmischen. Die Mädchen bleiben und er gehe wieder. Mit 60 D-Mark im Sack ging er zur Stellenvermittlung nach Basel. Die schickten ihn ins Restaurant Gambrinus in Fribourg. Danach arbeitete er im Hotel Continental in Biel. In dieser Zeit entstand seine erste Tochter Britta. Von ihr erfuhr er erst 25 Jahre später. 1962 ging er nach Südengland, Bournemouth und London und arbeitete in diversen Hotels. Dort lernte er Heidi kennen und lieben. Sie wurde schwanger. Sie gingen zurück, um zu heiraten. Ihr Sohn Andreas kam zur Welt. Horst und Heidi absolvierten die Hotelfachschule in Luzern. Dort lernten sie die Freunde Giorgio und Susi kennen. Horst und Heidi führten das Tirum Peter in Zürich-Wollishofen, feierten ausgelassene Feste, auch in Wieslet. Horst filmte selbst mit seiner Super 8 Kamera. Wir sehen nun ein paar interessante Filmausschnitte. Love me do, oh, love me do. Love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. Oh, love me do. Someone to love, somebody new, someone to love, someone like you. Love me do, you know. Everywhere people stand, each and every day, I can see them laugh at me, and I hear them say, you think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you, and you know that can't be back. Are all aboard. Many more of them live next door, and the band begins to play. Horst kehrte immer wieder gerne nach Wiesel zurück. 1965 ist Gerd noch gesund. Kurze Zeit später erkrankte er schwer an MS. Wir sehen nun Horst und Heidi, Mutter Gertrud, Susi und Giorgio, Rosi und Roland, Marian, Gisela, Werner, Christian und Harry beim Kommunionsfest von Andreas. Volavamo più su, alti nel cielo blu, sulle ali che tu eri mia. Volavamo ma poi
1966 ging es nach Davos. Horst und Heidi waren erfolgreiche Direktoren der Hotels Cresta, Cresta Sun und Europe. Sie begleiteten 1971 das erste World Economic Forum. Horst mit Andreas auf einer Wanderung. Es folgt ein Zusammenschnitt aus Davos. Harry ist in Davos geboren. Heidi mit Andreas und Harry auf dem Hotelbalkon. 2 Jahre später Harry mit Andreas und Horst im Sertigtal. (1971) hatten Horst und Heidi genug vom Gastgewerbe. Sie stiegen aus. Es folgte der Umzug in einen Rohbau bei Oberrüti. Horst arbeitete als Berater von Filteranlagen. Er musste viel fliegen. Die Luftverschmutzung von damals war immens. Sie sehen dennoch ein schönes Picknick mit seinem Neffen Werner. Nach einem Jahr Oberrüti realisierten Horst und Heidi, dass das Gastgewerbe ihnen doch besser liegt. 1972 zogen sie um nach Unterägeri. Hier erlebten Harry und Andreas hauptsächlich ihre Kindheit, gingen zur Schule und später zur Mittelschule ins Institut Dr. Pfister nach Oberägeri. Es existieren nur wenige Bilder vom alten Hotel Seefeld mit der alten Remise, in der schöne Fasnachtsfeste stattfanden. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware dog. Horst und Heidi bei der Fasnacht. Sie transportierten einen Berner Spycher vom Kanton Bern in die Innerschweiz nach Unterägeri und bauten ihn dort auf. Dafür erhielten sie einen Umzugswagen an der Fasnacht. Horst unterstützte den lokalen Wasserballclub SC Frosch. Er nahm auch beim Wasserball-Krümpelturnier teil. Im Hintergrund mag man die Beschilderung für das neue Schulungszentrum erkennen. Horst und Heidi waren sehr erfolgreich mit dem Hotel Seefeld. To be without a home. Like a complete unknown. Horst mit seinen Köchen bei einer Auszeichnung. Horst war ein purer Unternehmer. Er unterließ nichts. Zusammen mit Heidi eröffnete er den ersten und einzigen Wurstwagen bei der Seegfröhrni 1980. Sie luden bedürftige Berliner Kinder nach Ägeri in die Ferien ein. Auch die Eingangsschilder Grüezi im Ägerital waren Horsts Idee. Mitte der 70er Jahre kauften Horst und Heidi ein Feriengrundstück in Orniana bei Magarino im Tessin. Neben dem Berner Spycher in Unterägeri kaufte Horst noch ein Investitionsobjekt in Oberägeri. In seinem ganzen Leben kaufte und verkaufte Horst mindestens 10 Immobilien, darunter sehr große, wie wir noch sehen werden. 1972 gingen wir in die Ferien nach Rimini.
Harry wollte nicht ins Wasser. Horst zeigte ihm, wie's geht. mia. Volavamo ma poi la caduta libera ed io so morirò lontano da te. Tu dove andrai? Dimmi se si alzeranno le fiamme col vento che hai dentro te. Tu sempre tu nel cielo in mezzo e Dio ti perdo. 1973 gingen Horst und Heidi mit Freunden nach Ceylon. Horst passte seine Kleidung stets gut an. War Horst nicht ein Prachtsküker? Art such, heavy such, Monica Hosey be such. Art such, heavy such, Monica Hosey be such. Art such, heavy such, Monica Hosey be such. 1978 ging es zusammen mit Susi und Giorgio in die Karibik. Susi zwickt Horst. Horst beim Verhandeln, wie immer gut gekleidet. (1982) gingen Horst und Heidi, Horsts Mutter Gertrud, Harry und Andreas nach Florida in die Ferien. Es ging ins Epcot Center, in die Cypress Gardens, ins Kennedy Space Center und an viele andere Orte. Horst möchte am Ende immer ein Grundstück kaufen. Typisch. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go away and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. (1982) gingen Horst und Heidi nach Morcote. Sie konnten das Albergo Carina kaufen, ein wunderschönes Hotel, direkt am Luganersee gelegen. Die Vision dazu hatte Horst bereits 1965, als sie das erste Mal im Tessin in Claro Ferien machten. Von Claro aus besuchten sie Morcote. Momenti italiani. Das Traumhotel führten Horst und Heidi äußerst erfolgreich. Es hatte eine Seeterrasse, einen eigenen Bootssteg mit Motorboot, einen großen Swimmingpool und sehr feines Essen. Berühmte Gäste wie Peter Alexander, Ivan Rebrov, Willi Milovic oder Robert Stolz waren zu Gast. Es hatte auch hier und da günstige Angestellte, wie Horsts Neffen Werner und Christian sowie seine Söhne Harry und Andreas.
Auch deren Freundinnen durften im Albergo mithelfen. Horst war der oft streng auftretende Geschäftsmann. Heidi war eher die harmonische, welche Horsts Wogen zu glätten vermochte. Leider bekam Heidi dieser Zeit ihre ersten Anzeichen von MS. Das war ein Schock, denn Horst hatte bereits mit Gerd einen schweren MS-Fall in der Familie. Zudem hatten Horst und Heidi ihre Bürde mit Peterli gehabt. Der Krankheitsverlauf von Heidis MS war nicht so gravierend wie der von Gerd. Auf Anraten der Ärzte hin sei eine ruhige, ländliche Umgebung ideal für Heidi. So war Horst schon wieder auf der Suche. Zuerst war es eine Insel in der Karibik und dann ein Schloss. Volando nel pensiero, dall'alto vede il mare, un brivido speciale. Im Albergo Carina haben wir schöne Feste gefeiert. Andreas feierte seinen 26. Geburtstag. Dabei waren neben Horst und Heidi Schwiegertochter in Spee Karin und ihre Familie, Harry mit damaliger Freundin und heutiger Frau Annette, sowie mit seinem Freund Zubi, Britta und Enkelin Anja. Neben dem Ferienhaus in Magadino kaufte Horst eine Ferienwohnung in Cellerina im Engadin und das Wohnhaus Casa Morina in Morcote. Zu Horsts 46. Geburtstag lobte ihn Christian für seine Leistung in einem Sketch. Horst wollte eine Insel und keine Filmkamera geschenkt. Morcote. Den ersten Preis bei der diesjährigen Katastrophen-Restaurants-Wettbewerb bekam das Hotel Carina unter der Leitung von dem Maschinenschlosser Horst Exley 5 Sterne. Den ersten Stern für den Service, den zweiten Stern für die Küche und den dritten Katastrophenstern für das Management. Mein lieber Horst, wir gratulieren dir zu deinem 46. Wir hoffen, dass du nochmal 30 Jahre wirst und so bleibst, wie du bist. Aber hoffen natürlich auch auf deine Insel, dass du da einen Freitag triffst. Achtung! Happy Birthday to you. Alles Gute, toi toi toi. 1985 gingen Horst und Heidi, Andreas und Harry nach Bangkok, Hongkong und Bali. Horst kann in allen Sprachen kommunizieren, wenn er eine Rundreise mit dem Boot sucht. Zudem macht es Horst nicht aus, mit einem wildfremden Mann gemeinsam aus einem Teller zu essen. Da sind eine Grillerin. Ja. Ein Gang Chai, ja? Wie viel? $. Wie viel? Ja. 1986 feierten wir mit Horsts Mutter Gertrud Heiligabend. Am Weihnachtstag wusste Horst den Code seines Aktenkoffers nicht mehr. Also, schön, dass wir alle tot sind. Ja? Stopp. Am Heiligabend schöner wird's Bali. Ja, es ist schön. Ja. Es ist schön. Immer spielen die Türme der Marienkirche eine Rolle. In der letzten Nacht hat er durchgearbeitet. Doch. Ich tue doch nicht alles reintippen, was du mir sagst. Ich sehe nicht. Das war. Moment. Schön, ja. (1991) zogen Horst und Heidi nach Balleras um, 40 Kilometer südwestlich von Limoges in Westfrankreich.
Sie bauten das alte Schloss um, ohne seinen Charme zu zerstören. Es war ein riesiger Umbau, doch die Fachleute waren voller Lob. Horst und Heidi bewirtschafteten das 180 Hektaren große Areal. Davon waren 120 Hektaren Wald, 40 Hektaren Wiese und 20 Hektaren See. Ballerin bestand aus einem kleinen Weiler mit 10 Gebäuden. Horst wollte zuerst einen Golfplatz bauen. Sie bekamen aber die langjährigen Pächter nicht weg. So hielten sie sich mit gelegentlichen Gästen im Schloss über Wasser. 1989, zu Horsts 50. Geburtstag, charterte er ein ganzes Flugzeug in Basel, um seinen Gästen Ballerin zu zeigen. Es war ein riesiges Fest, es dauerte den ganzen Tag lang. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Horst und Heidi durften wunderschöne Momente gemeinsam in Ballerin erleben. Speziell war der Silvester 1999. Ballerin lieferte Lebensmittel aller Art wie Zucchetti, riesige Steinpilze, geräucherte Aale, Karpfen und vieles mehr. Die Seen konnten abgelassen werden und abgefischt werden. Ballerin besaß zudem eine eigene Jagd. Horst liebte seinen Dobermann Eros besonders. Quand le monde pleure à ton réveil, au passant de l'ombre, parle du soleil, le pays des anges n'est pas forcément le paradis. In den 90er Jahren kamen Horsts Enkel Lukas und Pirmin zur Welt. Horst und Heidi spazierten voller Stolz mit Lukas und ihrem alten Kinderwagen. Lukas wurde in Ballerin getauft. Horst und Heidi pendelten in dieser Zeit zwischen Wieslet und ihrem Hauptwohnort Ballerin regelmäßig hin und her. In dieser Zeit erkrankte Horst an einer Hirnhautentzündung, nach einem Zeckenbiss schwer. Er war nicht mehr ansprechbar, sein Leben hing zum zweiten Mal an einem seidenen Faden. Er lag lange in Limoges im Krankenhaus. Ouvre ta fenêtre sur un Gegen Ende der Ballerin-Zeit kaufte Horst den Rosenhof in Schwand bei Tegernau. Andreas, seine Frau Karin, ihre Kinder Lukas und Pirmin waren zu Besuch bei Horst und Heidi. Ein Jahr später verkaufte Horst den Rosenhof wieder. Es folgten zahlreiche Familienfeste. Horst spielte mit seinen Enkeln. In Wallisellen feierten wir zusammen mit Andreas, neuer Partnerin Claudia, Weihnachten. 2002 verkauften Horst und Heidi Ballerin. Es war ein schwermütiger Moment. 2004 kaufte Horst das alte Restaurant Sommerau in Ägeri. Von da an pendelten Horst und Heidi zwischen ihrem Hauptwohnort Wieslet und Ägeri hin und her. 2002 feierten alle zurück in Davos Weihnachten. Harry und Annets Hund Yoshi war auch mit dabei. 2005 und 2007 kamen Horsts Enkel Tizian und Elin zur Welt. Es folgten viele fröhliche Momente. There's a place Horst und Heidi wohnten zeitweise in einem Wohnwagen im Tessin. 2006 fuhr Horst zusammen mit Andreas nach Libyen in die Wüste. An Ostern 2008 gingen alle zusammen nach Italien. 2009 starb Heidi leider an einem Unfall. Horst litt sehr. Knapp 2 Jahre später half ihm seine neue Partnerin Rita, neue Freude am Leben zu gewinnen. Hier an der Tour zum 50. Geburtstag von Andreas.
Mit Rita musste Horst nochmals kräftig Ski fahren. Harry und Familie besuchten sie in Verbier. Mit Rita kaufte Horst nochmals ein schönes Haus in Échandon in der Nähe von Morges bei Lausanne am Genfersee. Nach ein paar Jahren trennte sich Horst von Rita. Sie verkauften ihr Haus wieder. Zu Horsts 75. Geburtstag gingen er und seine Söhne nach Kanada, hier in Whistler bei Vancouver. So silent and still, park on a back road along the highway side, look up at that mansion on the hill. Horst hat heute mit Ria eine äußerst liebenswerte neue Partnerin gefunden. Sie unternehmen viele Reisen, kleine in der Umgebung von Wieset und größere wie nach Salzburg oder nach Gran Canaria. Horst vergisst in letzter Zeit viel. Wir sind froh, dass Ria da ist. Wir wünschen euch eine frohe und gesunde gemeinsame Zeit. Beuge dich vor grauem Haar, höre zu, wie's damals war. Weisheit kommt aus ihrem Mund, weise Worte sind gesund. Beuge dich vor grauem Haar, Kraft und Schwung ihr eigen war. Eure Eltern ehret sie, schiebt sie auf die Seite.